Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind die Piranhas, also 2 von denen. Und wir wollen heute ein bisschen was erzählen über Leaks. Genau. Was sind Leaks denn überhaupt? Ja, das ist, wenn irgendwer irgendwas hat nach außen dringen lassen, was eigentlich noch gar nicht nach draußen sollte. Was ist ein Leak eigentlich? Ein Leak ist ein Loch, wo was durchsickert, ne? Oder so, ne? Genau. Das heißt also, wenn Infos rauskommen über unser Spiel beispielsweise, die wir eigentlich noch gar nicht in die Öffentlichkeit durchsickern lassen wollten, ja? Das heißt also, dass es Dinge sind, die vielleicht da draußen dann kontrovers diskutiert werden und die uns Probleme machen. Auf eine gewisse Art und Weise. Das wollen wir mal heute beleuchten. Was bedeutet das denn überhaupt? Was ist denn überhaupt schlimm, wenn was durchliegt oder so? Ja? Manche benutzen Leaks ja auch als stilistisches Mittel. Ne? Das heißt also, dass einige behaupten, oh guck mal, da ist was durchgeleakt, aber eigentlich möchte derjenige, der sein Zeug da anpreist oder so, auf sich aufmerksam machen. So eine Mechanik gibt's ja auch. Ne? Haben Sie sowas schon mal gemacht? Wir? Ja. Nee. Nicht, dass ich das wüsste, ne? Nicht mit Absicht. Also wenn was durchgeleakt ist oder so, dann haben wir meistens Pech gehabt. So kann man das auch formulieren, ja. Also dann waren wir meistens not amused, ne? Nee. Würde die Queen sagen. Richtig. Ja. Also es gibt Informationen über unser zukünftiges Spiel, beispielsweise, die wir nicht sagen wollen. Wir wollen nicht sagen, was es für ein Spiel ist, ja. Ja, was für ein Spiel? Okay, also wir sind Piranha Bytes, wir werden ein Rollenspiel machen, ne, mit Open World und so. Und im Grunde genommen das, was wir können, ne? Und aber wir würden jetzt beispielsweise über Setting noch gar nichts verraten, weil nämlich, wenn wir sagen, okay, wir benutzen das und das Setting, dann kann man ja schon Rückschlüsse drauf ziehen, ja, was es für ein Spiel ist. Das wollen wir nicht. Ne? Richtig. Und es gibt verschiedene Teilbereiche, in denen ist es sogar schlimmer oder nicht schlimmer, ne? Ist ein bisschen nah verwandt auf der einen Seite mit dem Thema Spoiler, denn wir verraten zum Beispiel am liebsten bis zum Ende, also bis zum Release, nichts über die Story. Weil das finden wir ziemlich doof, wenn man schon weiß, was passiert. Ja. Ne? Dann hat man vielleicht sich echt Mühe gegeben, einen schönen Plot-Twist einzubauen, und wenn der da irgendwie in der Zeitung steht, dann ist das so... Auf der anderen Seite über Setting und Story erzählen wir selbstverständlich etwas, wenn wir kurz vor Release sind. Ja, das heißt, dass man schon zumindest, worum geht's denn überhaupt? Warum soll ich dieses Spiel überhaupt spielen? Wer bin ich? Wie heiße ich? Ja, das ist eine Sache, die tatsächlich dann auch angerissen wird zumindest. Ja, und zu dem Zeitpunkt darf man zum Beispiel was über den Spielstart erzählen, ja, weil der nicht so schlimm spoilert und damit der Spieler ungefähr eine Vorstellung hat, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Ja. Und da bereiten wir uns auch drauf vor. Genau. Na, aber jetzt momentan wären solche Sachen auf jeden Fall zu verräterisch. Das heißt, wir dürften jetzt eigentlich sowas überhaupt nicht sagen. Würde sowas jetzt durchleaken, dann wäre das schon blöd. Ja. Na, das sind so Dinge, die dann da passieren. Also das Genre ist kein Leak. Ne? Wenn du sagst, das Genre, wir machen ein Open-World-Rollenspiel, ne, à la Piranha Bytes. Ja. So, da hat jeder eine Vorstellung, okay, wir wissen, was die machen momentan. Sie machen kein Autorennspiel, sie machen kein Brettspiel, sie machen jetzt keinen Shooter oder sonstige Sachen, sondern die machen das, was wir von ihnen erwarten. So, es wäre ein interessanter Leak, wenn wir wirklich einen Shooter machen würden. Das heißt, wenn wir etwas machen würden, was niemand von uns erwartet und das würde durchsickern, dann wäre das wieder spannend. Okay. Ja? Aber in unserem Fall jetzt ist es halt nicht so. Also wir machen keinen Shooter, keinen reinen Shooter. Ne? Man wird bei uns shooten können, ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht nur ein Shooter. Ne? Ja. Das stimmt. Ich wollte ja nur ein Beispiel nennen. Das ist mal dünner Belach, ne? Was darf man sagen und was darf man nicht sagen? So, ne? Es gibt schwierig. Das Problem nicht nur irgendwie, dass man nicht spoilern möchte, sondern auch, dass sich viele Sachen im Prozess halt noch entwickeln und eigentlich noch gar nicht festgezurrt sind. Und es können sich selbstverständlich auch ziemlich lange noch grundlegende Sachen ändern. Und es ist so, wenn man zum Beispiel zu früh ein Detail, und ein Spiel besteht ja nun mal aus sehr vielen verschiedenen Details, ans Licht kommen lässt und man verändert dieses Detail,
vielleicht in eine Richtung, die nicht gewünscht war oder in eine Richtung, die irgendwer dann zerquatscht hat oder sonst irgendwas, dann kommt man in die Bredouille. Dabei ist es eigentlich ein ziemlich normaler Prozess, dass viele Sachen, was weiß ich nenne mal ein Beispiel, man denkt sich irgendein Feature aus, ja. Jetzt kommt wieder was völlig Absurdes, damit wir nicht leaken oder spoilern. Ja, keine Ahnung, du kannst zum Beispiel im nächsten Spiel, und das ist jetzt nicht wahr, Fahrradfahren, ja? Fahrradfahren ist das nächste Feature und dann hat man irgendwie hat irgendeiner ein Fahrrad gebaut und der nächste irgendwie macht die Anis und der nächste irgendwie denkt sich irgendwas zum Fahrrad aus irgendwie und dann wird das gebaut irgendwie und irgendjemand stellt dann fest, boah, Kacke, das funktioniert ja überhaupt nicht. Oder es macht keinen Spaß, was noch schlimmer ist. Ja, oder es macht überhaupt keinen Spaß, in dem Spiel Fahrrad zu fahren. Kein Mensch würde jetzt das Fahrrad benutzen und das ist ein Feature für die Tonne. Ja. In so einem Konstrukt würde man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad werben oder wäre das Fahrrad zu früh an die Öffentlichkeit, boah, das ist super, Piranha Bytes macht jetzt das nächste Spiel mit Fahrrad, dann wäre das echt beschissen, wenn man dann das Fahrrad wieder in die Tonne schmeißt und es niemals funktioniert. Und solche Sachen will man verhindern. Solche Sachen will man auch nicht diskutieren. Solche Sachen will man testen. Ja. Und bevor das nicht vernünftig getestet ist, bevor es nicht vernünftig funktioniert und wir wissen, dass das eine gute Idee ist, wollen wir auch nicht, dass sowas liegt. Oder zumindest zu einem hohen Prozentsatz wissen oder ahnen oder irgendwie raten, ne, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Weil keiner wusste beispielsweise, ob das Jetpack eine gute Idee ist. Ja, wir hatten es gehofft, wir hatten es vermutet, wir hatten es dann eingebaut und wir hatten einen Prototypen vom Jetpack bei Elex. Hatten wir auch recht früh. Und da hatten wir eigentlich schon ein gutes Gefühl dafür, ob das funktioniert oder nicht, ne? Und dann kann man so ein Element ja auch später im Marketing verwenden. Ja, als Unique Selling Point beispielsweise. Ein Open-World-Rollenspiel mit Jetpack integriert ins normale Movement. So, ja. Das gab es zwar schon in gewissen Spielen, dass man Jetpack benutzen konnte, aber das ist tatsächlich fester Bestandteil des Movements ist so, ne, dass man es direkt von Anfang an irgendwie mit Jetpack in der Gegend rumballert, über alle Sachen irgendwie drüber fliegen kann und so weiter. Das war schon ziemlich eigenbrödlerisch oder unique halt, ne? Und das ist halt eine Sache, die will man auch nicht zu früh, während man es entwickelt und so, und man nicht genau weiß, ob man es hinkriegt oder so, und dann irgendwie, ach komm, hör mal auf, ey, was, hier, Science-Fantasy-Setting mit Jetpack fliegen. Ja, ja, das wird cool, weil, hier guckst du dir mal an, nicht machen zu so einem frühen Zeitpunkt, das ist einfach so, ne? Und deswegen ist das so schwierig dann, wenn sowas dann leaken würde. Hinzu kommt, dass das, was du zuerst von dem Spiel siehst, ja auch das ist, worüber die Leute dann als erstes reden. Ja. Und das bleibt hängen. Das heißt, eigentlich möchte man, du sagst immer gerne salopp, es gibt nur eine Möglichkeit, einen ersten guten Eindruck zu machen, ja, und wenn man den versemmelt, dann läuft man dem die ganze Zeit hinterher und das möchte man nicht. Ja, das heißt, idealerweise bereiten wir uns auf ein Announcement vor und dann entscheiden alle gemeinsam, was dann auch zu sehen ist und welchen ersten Eindruck so ein Spiel bei den Leuten da draußen hinterlassen soll, sag ich mal. Und im besten Falle funktioniert das dann auch und die Leute reden dann über die coolen neuen Features oder irgendwie das, was das Spiel jetzt gerade ausmacht, und dann freust du dich. Und im schlechtesten Fall kommt irgendein Mist irgendwann zutage und die Leute diskutieren dann über irgendwelche Nebenbaustellen. Und ja, und das ist uns schon öfter passiert. Leider. Na? Ja. Ja. Und das macht keinen Spaß. Wenn man dann irgendwo irgendein Video von seinem Spiel sieht, was noch viel zu früh irgendwie veröffentlicht wird oder so, dann ist das echt doof, weil sich die Leute dann genau 1:1 an dem orientieren, was sie da sehen, aber das Spiel ist noch gar nicht fertig. Das ist erst in 2 Jahren soweit und so weiter. Das wäre echt fatal. Ja, das kann man nicht machen. Das wäre ein richtig schlechter Leak, so, ne? Manche sind ja auch ganz nett so, ne? Wenn du mal irgendwie, ja, wir wissen jetzt, das und das passiert, so ist ein offenes Geheimnis, wir wissen schon, woran sie arbeiten, so ungefähr und so. Das ist jetzt nicht so schlimm, ja? Genau. Aber wenn es grob im Ganzen irgendwie ist, aber naja, und es dann auch noch zu bestätigen und so, ist dann immer so eine Sache, ne? Kommt ja auch mal drauf an. Also was nicht so habe ich es hier stehen, ne? Alles, was nicht zu 100% sicher ist, darf eigentlich nicht rauskommen. Das heißt also, wo wir jetzt ganz 100% sicher sind, dass die Sachen so sind, wie sie sind am Ende des Tages, ne? Dann ist das, geht's noch einigermaßen, ne? Es sei denn, jemand anders greift das auf, ne? Und macht da erstmal eine riesen Story draus so, und fängt an, das wirklich auszuwalzen, dass wirklich jeder es mitkriegen soll, dann ist es auch nicht gut eigentlich, weil, wie du schon sagst, ne, das ist die einzige Sache, die man jetzt irgendwie bekannt wird, ne, können wir nicht bringen. Das ist nicht cool. So, Ja. ne?
Das ist natürlich unterm Strich eine Gratwanderung, ne? Insbesondere dann, wenn die Marketingstrecke sehr lang ist, wie bei Elex zum Beispiel. Ja. Und auch dann, wenn man zum Beispiel eine Community-Meinung mit einbinden will, ne? Wir bekommen jede Menge Feedback die ganze Zeit so. Irgendwann erwartet der Fan dann auch, dass man irgendwie dazu Stellung bezieht. Ja. Und für uns ist es so, ja, erstmal irgendwie ein bisschen selber was arbeiten und es dauert nun mal in der Entwicklung sehr lange und dann können wir gerne über diese Sachen nochmal reden und euch sagen, warum wir uns für verschiedene Dinge entschieden haben und solche Sachen. Und wenn man es zu frühzeitig tut, irgendwie, dann quatschen wir über ein Thema, das vielleicht eigentlich total für Nüsse ist. Ja, es gibt auch viele, die dann fragen irgendwie, wie ist das denn mit der Konkurrenz? Ne? Haben wir denn da irgendwie Angst vor, dass es irgendwie die Konkurrenz mitkriegt, was wir hier machen oder so? Also innerhalb von Deutschland unterhalten wir uns mit unseren Mitstreitern auf jeden Fall sehr offen über unsere Dinge. Einfach um die Sachen auszutauschen und irgendwie zu gucken, was macht denn der andere und so, um sich selber, sag ich mal, daran zu orientieren. Das ist nichts Schlechtes eigentlich, weil dann weiß man ganz genau, okay, die kommen dann und dann mit dem und dem Art Spiel raus und so weiter. Denn ein Spiel ist ja auch nicht immer nur ein Detail, was man vielleicht irgendwie rausgeplaudert hat, sondern immer das Gesamtpaket. Na, das heißt also, es gibt ja auch Open-World-Rollenspiele da draußen. Genügend sogar, ja. Und was macht uns dann so besonders? Ne? Das muss man dann irgendwie rausarbeiten und dann irgendwie im Gesamtpaket dann den Menschen anbieten und sagen so, das kriegst du bei uns. Ne? Und das ist nie das, was der andere gemacht hat. Ne? Also zumindest nicht im Gesamtding so. Und deswegen ist das eigentlich für uns kein Thema. Wir hatten 2,5 Jahre Elex Marketingstrecke. Ne? Wie war das denn? Also angefangen hat's mit diesem ominösen Video, was irgendwie durchgeleakt ist. Ne? Danach hatten wir ein Mood-Video. Dann hatten wir den Trailer. Dann kam Gameplay, Behind Closed Doors. Und dann kamen irgendwie die Demos, wo dann auch wirklich jeder sich das Spiel dann auch wirklich angucken konnte. Und dann B-Rolls dann in regelmäßigen Abständen, bis dann tatsächlich das Spiel rausgekommen ist. Zu jedem Zeitpunkt haben wir uns immer hingesetzt und haben uns überlegt so und uns gegenseitig gebrieft, was wir jetzt tatsächlich irgendwie als nächstes den Leuten sagen und so weiter. Das muss schon irgendwie geordnet stattfinden, welche Informationen rauskommen. Man kann nicht alles rausposaunen, weil dann hast du nichts mehr im Petto, was du den Leuten anbietest. Erzähl mal was Neues, weil nämlich die Menschen, die kommen in regelmäßigen Abständen immer zu uns und sagen, ja, das weiß ich doch alles, aber erzähl doch mal im Hinblick darauf, dass in Bezug zu und bla und so, dann stellen die uns total komplizierte Fragen. Und dann, weil sie ja nicht mehr wissen, worüber sie uns befragen sollen. Ja, wir wissen ja alles schon. Warum sitzen wir jetzt hier zusammen und machen ein Interview? Naja, wir wollen jetzt ganz gerne über euch noch irgendwie einen Bericht machen und so weiter. Und wenn du dann gar nichts mehr hast, was du den Leuten berichten kannst, dann ist das nicht gut. Dann ist das schlecht für uns. So, ne? Das heißt also, wir geben die Informationen dann immer irgendwie so portionsweise raus, damit auch die Leute, sage ich jetzt mal, immer noch mal mehr über das Spiel erfahren können, bevor es dann irgendwie rauskommt. Das ist auch noch eine weitere Variante. Wenn jetzt alles rauskommt, das komplette Ding, ja, dann haben die Leute irgendwie da draußen auch nicht so, dann ist die Spannung weg so ein bisschen. Ne? Der Hype, wie man sagt. So, ne? Ja. Das kommt auch noch oben drauf. Das ist dann auch gerade über so eine lange Marketingstrecke ist es also eine Mammutaufgabe, irgendwie zu überlegen, welche Informationen du wann, wohin verteilst, um auf der einen Seite irgendwie was zu erzählen, was man schon erzählen kann, auf der anderen Seite irgendwie auch später noch was erzählen zu können und nicht zuletzt dann den Hype aufrechtzuerhalten. Genau, da gab es ein konkretes Beispiel, und zwar bei Risen 2. Da hatten wir einen Trailer, ja, wo die Chani zu sehen war, die mit einer Voodoo-Puppe rumhantiert hat und einen Typen irgendwie sich selbst in den Kopf hat schießen lassen. Jetzt haben wir aber in der Marketingstrecke irgendwie immer gesagt so, ja, wir erzählen was über Piraten und wir erzählen was über, wir machen was und so weiter. Und dann gibt's noch irgendwie eine Art von Magie, ne, die wir dann später irgendwie nochmal, irgendwie ganz viel später nochmal und so weiter. Aber jeder wusste sofort schon, worum es geht. Das ist Voodoo-Magie, völlig klar. Das ist nicht cool, ne? Und das ist halt irgendwie so, das ist ein Leak, der ist selbst gemacht auch noch, ja, weil es in einem Announcement-Trailer zu sehen war. Da kannst du nachher natürlich bei der Marketingstrecke dann irgendwann hast du dann wie Butter auf zu viel Brot verstrichen, würde Bilbo sagen. Ne? Am Ende hast du nichts mehr. Yay, und wir haben Voodoo. Ach nee. Und das ist natürlich schon so ein komischer Kram. Ne? Okay, das ist jetzt mal so eine Sache, die wir selber verursacht haben, an Beispielen, wo Leaks uns sozusagen irgendwie Einfluss auf uns, auf unsere Marktstrecke und so weiter genommen haben. Und wir werden oft gefragt, gibt es jetzt Dinge, die geleakt sind, die auch Einfluss aufs Game hatten?
Einfluss aufs Game hat eigentlich nichts, was wir sagen oder was liegt oder so. Meistens immer die Reaktionen der Menschen, ja, auf das, was sie von uns erwarten. Und das hat selten etwas mit irgendwelchen Leaks zu tun. Ja, wenn irgendeiner was sagt oder so, ja, die machen jetzt als nächstes irgendwie, was weiß ich, Ponyhof oder so, ne, und dann kommen dann sofort irgendwie, ja, okay, und dies und das, und dann kommen dann Vorschläge, ne, wie die Dinge auszusehen haben und so. Die kommen sowieso. Ne? Die kommen sowieso, weil die Menschen da draußen haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, was sie wollen. Ne? Und da muss man halt irgendwie gucken, worauf haben wir selber Bock, was wollen wir gerne machen und welche Sachen machen dann auch tatsächlich Sinn. Es gibt ein Beispiel, was mir eingefallen ist an Leaks, ja, die wir auch selber provoziert haben, ja, die tatsächlich auch Einfluss aufs Spiel hatten. Und das war, dass auf einen dieser Plakate hier, ich weiß gar nicht, ob ich es hier irgendwo hängen habe. Nee, habe ich nicht. Ja, Games for Windows gab es hier so einen Balken unten so. Ne? Das hatte irgendeiner produziert von den Leuten beim Publisher oder so. Das ne? war sogar Risen 1. Risen 1 war das, ne? Und da mussten wir tatsächlich, weil es mal einmal irgendwie geleakt ist sozusagen, weil wir es zu frühzeitig irgendwie rausgegeben hatten, mussten wir das Ding tatsächlich fit machen für Games for Windows. Hat jetzt game-intern nichts damit zu tun, aber hat auf jeden Fall Einfluss gehabt auf die Produktion in dem Moment. Wo es einmal gesagt ist, ist gesagt. Ne? Auch interessant. In demselben Zusammenhang, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie, ja, was weiß ich, soll jetzt eine neue Konsole kommen, zum Beispiel die PlayStation 5. Ne? Wahrscheinlich. Alle erwarten, keiner weiß es irgendwie und es gibt keine Daten und es gibt auch keine Dev-Kits und nix. Ne? Und dann irgendwie denkt sich einer aus, so, ach, wäre ja schon geil, wenn wir irgendwie da mit der PlayStation 5 rauskommen würden. Ja? Weiß aber noch keiner sicher. Sowas darf man nicht sagen. Stellt euch mal vor, irgendwie, das klappt nicht. Ja, dann hast du mit Zitronen gehandelt und dann erscheint das auf einmal nicht. Deswegen würden solche Informationen erst dann rauskommen, wenn man auch eine Version hat, die schon auf der PlayStation 5 läuft. Ja, als Beispiel. Und solche Sachen, da muss man auch immer aufpassen. Genau. So. Genug der Leaks, ne? Wir haben ja jetzt nichts geleakt, ne? Oder? Hoffentlich. Hoffe ich nicht. Okay. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe eine Community-Frage, die heißt, wonach sucht ihr eigentlich die Orte aus, in denen in fremden Gewässern Folgen gedreht werden? Direkt mit Anregungen, was wir sonst noch so machen. Ach so, ja. Ja, gucken wir uns gerne an, die Anregungen. Ja, das ist so, was uns so zuläuft, ne? Es ist eine Mischung aus interessanter Ort, wo wir jetzt irgendwie sind. Ja, am besten immer zu zweit. Allein ist ein bisschen schwierig, mit der Kamera rumzurennen und so. Ne? Also deswegen habe ich auch großen Respekt vor Streamern und YouTubern, die tatsächlich mit ihrer Kamera alleine über irgendwelche Events laufen, so wie die Gamescom oder so, und dann da Content produzieren, was echt nicht so einfach ist. Und ja, das, was uns so begegnet halt, ne? Dinge, die wir sehen und so und wo wir glauben, dass sie für die Öffentlichkeit tatsächlich auch geeignet sind, sie zu präsentieren, ne? Sie tatsächlich dann auch naja, etwas darüber zu erzählen und eine coole Folge darüber zu machen. Genau, das heißt, wir haben bisher eigentlich immer Orte, die wir sowieso besuchen, dazu genutzt, irgendwie das dann irgendwie einzufangen und nicht irgendwie andersherum, dass wir quasi einen Ort besucht haben, weil wir eine Folge drehen wollten. Das ist genau andersrum. Aber wir gucken uns eure Vorschläge gerne an. Schreibt sie uns unten rein. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Sachen. Vielleicht kommen wir ja auf irgendwie eine Idee dabei. No? Okay. Kommen wir zur nächsten Sache. Der Trophybox. Und zwar haben wir hier ja eine Szene aus unserem Spiel. Ja. Und zwar kann man hier sehen, ja, das ist ein Let's Play mit dem Gronkh. Wo oben, ja, zu sehen ist, da hat der Gronkh uns abgebildet. Oben in die Ecke gehängt. So sehen die beiden Jungs aus, die da gesessen haben. Also ich einmal und der Erik, ja. Und wir wollten einfach mal nochmal explizit hier erwähnen, dass wir sehr dankbar darüber sind, dass du, Erik, hier uns hast eingeladen hast zu dir nach Hause und halt das Let's Play gemacht hat. Und das war, glaube ich, ein Vierteljahr sogar vor Release, ne? Genau, das war 3 Monate davor. Das war 3 Monate davor. Das haben sich unheimlich viele Menschen angeguckt und so und kriegten nach diesem Let's Play, kriegten dann überhaupt erstmal eine Idee, wie dieses Science-Fantasy Universum, was wir da bauen, überhaupt funktioniert, ne? Und das hat uns sehr geholfen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist schon eine fette Trophäe gewesen für uns. Ja, das ne? war sehr cool. 4 Folgen Preview war das, glaube ich, die man sich da
angucken kann. Das war sehr witzig. Bin aus Versehen einmal durchs Bild gelaufen. Na sowas. Auch an der Stelle, ne, wirklich. Also ich habe nur allerhöchsten Respekt vor diesen Menschen, ja, die tatsächlich auch unsere Spiele präsentieren oder spielen. Ne, das ist echt ein Knochenjob. Tatsächlich. Let's Plays und auch Streams und so, muss ich ehrlich sagen. Krass. Und ja, und wenn man mal diese Menschen dann wirklich kennenlernt und man hat mal gesehen, wie die arbeiten und wie aufwendig das ist, ne, da muss man schon sagen, das ist echt krass. So, ne? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ein Zettel. A, B, C, D, E, F. Was? Warum tust du das? Ich will gucken, wie das ausschlägt. Mal lauter. Mal lauter. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Oh nee.